So I thank you all for coming. I'm doing this on behalf of Tissa Geradatna, the caretaker here at das buddhistische Haus. Also ich danke euch, dass ihr alle da seid und heiße euch herzlich willkommen, und ich mache das im Namen von Tissa, dem Verwalter hier im buddhistischen Haus, and I would like to extend a warm welcome to Dhamma Vimutta Shalin Vahansa from Sri Lanka. Also ich möchte ganz herzlich willkommen heißen, die Dhamma Vimutta Vahansa. We feel really honored that you made this trip to come here to Germany. Also wir fühlen uns echt geehrt, dass sie gekommen ist, sie die Reise nach Deutschland gemacht hat. And it has been a very special time, and I think it's going to be a really interesting group of people, different people coming together. Also ich glaube, es war eine sehr interessante Zeit, wo sie gekommen ist auch, und es werden eine spannende Gruppe sein, und I want to thank you for your courage to dedicate some time to meditation. Also vielen Dank für euren Mut, dass ihr Zeit der Meditation widmen werdet, und I would like to hand over the word to Vimukta und gebe das Wort an Vimukta, und again, thank you. Vielen Dank. Thank you so much for inviting me to this country. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier in dieses Land kommen konnte. The first moments when I was invited, which was about 8 months from now, before. Die ersten Augenblicke, also vor 8 Monaten bin ich schon mal eingeladen worden, und da war das dann so. I just knew that I will be coming to your country, but I just needed some time. Ich wusste, ja, ich werde irgendwann hier in dieses Land kommen, aber ich brauchte noch etwas Zeit. So here we are to learn about Dhamma and meditation. Und jetzt sind wir hier und wir wollen was über Dhamma und Meditation lernen. And what I would like to share with you from now on, and continuing to maybe tomorrow and day after, the ones who are joining us, is certain things that I have experienced in Dhamma. Und was ich gerne mit euch teilen möchte, mit denjenigen, also für heute Abend und morgen, und diejenigen, die danach weitermachen, ich möchte ein paar Dinge mit euch teilen, bestimmte Dinge, die ich im Dhamma gelernt habe, erfahren habe. And also the meditation experiences that I've had throughout the years. Und auch Meditationserfahrungen, die ich im Laufe der Jahre hatte. I have traveled to many countries learning about meditation, different techniques. Ich bin in viele Länder gereist und habe da über verschiedene Meditationstechniken was gelernt. And in every country, in every place, certain techniques are a little bit different. Und in jedem Land, in jedem Ort sind bestimmte Techniken ein bisschen anders. But I have found that the main cause or main thing is always connected to Dhamma. Ich habe aber herausgefunden, diese Hauptsache bzw. diese Hauptursache, das ist immer mit dem Dhamma verbunden. Which is one of the most purest sources that you can actually find. Und das ist eine der reinsten Quellen, die ihr finden werdet. So this is about 16 years of meditation that we are talking about. I have been meditating for about 16 years. Also hier sprechen wir von 16 Jahren Meditationserfahrung. Also ich meditiere seit etwa 16 Jahren. And in my personal life, it has helped me overcome certain very difficult situations and grow from different things, and to accept certain things and let go of certain things. Und in meinem persönlichen Leben, da hat es mir einfach geholfen, bestimmte schwierige Situationen zu überwinden, daraus zu wachsen und daraus zu lernen, und da mit bestimmten Dingen das zu akzeptieren und bestimmte Dinge auch loszulassen. And I think the most important thing that I have learned and I have gained is
Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe und was ich daraus gewonnen habe, through the pure understanding of this Dhamma, I have been able to be calm and to be free. durch dieses reine Verständnis des Dhamma, da konnte ich zur Ruhe finden und Freiheit erfahren. Free from suffering and Freiheit vom Leiden, free from fear, von Angst, free from hate, von Hass and free from jealousy. und von Eifersucht. This is what I have gained. Das ist das, was ich daraus gewonnen habe. So today I would like to share certain things regarding how you build into that. Heute würde ich also gerne ein paar Dinge mit euch teilen, wie man darauf aufbauen kann, das integrieren kann. And to do that, actually first I would say we need to have some kind of a base in order to build, foundation in order to build. Und um da erstmal anzufangen, man braucht eine bestimmte Grundlage, damit man darauf aufbauen kann überhaupt. And sometimes when you want to have a foundation to build on something, you have to get down to the roots of it. Und manchmal, wenn man eine Grundlage, ein Fundament haben will, worauf man aufbaut, dann muss man erstmal zu den Wurzeln hin. When you start building a house, the foundation does not come up. Wenn man anfängt, ein Haus zu bauen, dann kommt das Fundament ja nicht hoch. But it comes, you have to dig the soil and put the foundation from the bottom to the top. Man muss tatsächlich ja in die Erde graben und man muss das Fundament da rein in den Boden geben als Grundlage. That is the only way that you will have a solid foundation to build a solid house. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ihr da ein solides Fundament bauen könnt, um ein solides Haus bauen zu können. So in this same way, when we want to really experience the true meditation qualities, Auf gleiche Art und Weise, wenn wir die wahren Meditationsqualitäten erfahren wollen and also benefit from the meditation, und auch von der Meditation einen Nutzen haben wollen benefit from Dhamma, und vom Dhamma, then we have to go deep within ourselves. dann müssen wir tief in unser Inneres vordringen. Most of the time I have seen this in many cities, in many countries. Ich habe das häufig in vielen Städten, in vielen Ländern gesehen. Dhamma is being taught in one angle, Das Dhamma ist aus einem Winkel unterrichtet worden and people just follow their lives in a different direction. und die Leute folgen dann ihrem Leben in eine andere Richtung. The truth is, you need to connect Dhamma to your life. Die Wahrheit ist, du musst das Dhamma mit deinem Leben verbinden. Then, it's only then that you build this strong house. Dann und nur dann kannst du dieses starke Haus errichten. Dhamma helps you to understand yourself and what is truly going on with yourself. Das Dhamma hilft dir zu verstehen, dich selbst und was wirklich bei dir da los ist. But this is only the beginning. Aber das ist nur der Anfang. But when you go deep down, you will understand Dhamma and yourself, and then the calming techniques of meditation. Und wenn du da in dein Inneres gehst, du wirst dich selbst verstehen, du wirst das Dhamma verstehen und du wirst diese beruhigenden Techniken der Meditation verstehen können. It's like a triangle, the three corners of a triangle. Das ist wie ein Dreieck, wie die drei Ecken eines Dreiecks. First you get Dhamma, Zuerst hat man das Dhamma, then your life, dann dein Leben and then you get meditation. und dann kommt die Meditation mit rein. All three have to connect to have a solid foundation. Alle drei müssen sich miteinander verbinden, um da ein solides Fundament haben zu können. So this evening I will give you a very small introduction about Dhamma, and then we will go into a small meditation this evening. Also heute Abend werde ich euch so eine kleine Einführung ins Dhamma geben und dann werden wir eine kleine Meditation machen, auch heute Abend. That will help you to have
relaxation and healing. Und das wird euch helfen, da zur Entspannung zu finden und Heilung zu erfahren. So the first thing is regarding how to actually understand Dhamma and yourself. Das erste ist, wie du tatsächlich das Dharma verstehst und dich selbst. I need to ask you, what do you really want from life? Da muss ich euch mal fragen, was wollt ihr wirklich vom Leben? What do you want? Was wollt ihr? What do you really, really want from life? Was wollt ihr wirklich vom Leben? This might sound strange to you because usually we just say things and you just listen, but not my style. Vielleicht ist es für euch ein bisschen komisch, weil normalerweise sagen wir hier vorne einfach Dinge und ihr hört zu. Nee, aber das ist nicht mein Stil. I always ask questions and based on your answers, I will then guide you through. Ich stelle immer Fragen und basierend auf euren Antworten, da führe ich euch dann durch. Because it's no point for me to fly about 12,000 miles, air miles, and then come here and say something and you go on your way and I go on my way. Es macht hier keinen Sinn, dass ich hier, 12.000 Luftmeilen durch die Gegend komme da und dann sage ich hier was und mir sagt irgendwas und dann gehe ich wieder in meine Richtung, ihr geht in eure Richtung. So what would you truly want? Please join. Also bitte einfach mit dazukommen. Ist die Anfängermeditationsgruppe hier? Ja, bitte einfach mit dazukommen. Okay. Es ist heute etwas anders. Ich war nicht sicher, ob ich irgendwie... Ja, deswegen stand das im Tempel. Okay. I wasn't sure whether it's a Buddhist meditation. I said yes, it's a bit different today, so Yeah. just walked in the middle of it. Yes. Okay. What would you want from your life? Also What was would you hättet truly ihr want? gerne vom Leben? Du kommst genau zur richtigen Zeit oder die Frage ist, was hättet ihr gerne vom Leben? You can answer in German and she'll translate Genau, it. ihr könnt antworten in welcher Sprache auch immer, zumindest Deutsch, Englisch oder Spanisch, egal. Und ich übersetze dann. What would you really want? What you I want to be free from suffering and free from to be blind. Ich möchte frei sein vom Leiden und frei davon, dass ich blind bin. Okay. Anybody else who Noch would like to anders? share some ideas? Wer What would you gerne really want? Ideen teilen möchte, was wollt ihr wirklich? So one wants to be free Also from jemand möchte suffering and frei vom be Leiden free. sein, frei sein. Anybody else? What would Ja. you want Was from your life? möchtest du aus dem You Leben? really, really Was want. du wirklich haben Ja, willst ich vom möchte Leben. glücklich sein, ohne anderen damit zu schaden. I want to be happy without harming others. Great. Das ist toll. What would you want? Anybody else who would like to share Noch something? jemand, der gerne was teilen möchte? Ich möchte Klarheit über das Leben. I would like to have clarity about life. Mm. Okay, great. Ah, Some very good answers. sehr gute Antworten. I would like to be at some place where it just fits naturally. Ich wäre gerne an einem Ort, wo das ganz natürlich einfach passt. Mm. Anybody else Noch would like to jemand, share? der gerne was teilen möchte? Okay, even if you don't share anything, but I just want you to think, all the answers we got connects to just two things. Actually, it connects to one thing: happiness. Happiness within, calmness within, clarity within, no suffering, no fear, no danger, to feel free so that you can fit into anything Auch wenn ihr and jetzt just, nichts geteilt just be. Auch wenn ihr jetzt nichts geteilt habt, ich möchte einfach, dass ihr wisst, da gibt es jetzt zwei Kategorien, wo das Ganze reinpasst. Es geht immer um dieses Glücklichsein im Inneren, diese Ruhe im Inneren, um sich frei fühlen zu können. Das ist das, worum es insgesamt geht, dass man da frei ist vom Leiden, frei von der Angst etc. The thing is, if I ask this question in Sri Lanka, or in Australia, or in Canada, or in Germany, or in London, or most of the countries,
what would we get? The same answer, I believe. Ja, die Sache ist die, wenn ich diese Frage in Sri Lanka oder in Australien oder in Kanada oder in Deutschland oder sonst woanders stellen würde, was würden wir da bekommen? Genau die gleichen Antworten. Just in case that one of us can speak to a cat or a dog, they would also give us the same answer. Falls jemand von uns zufällig mit einer Katze oder einem Hund sprechen kann und die fragen würde, die würden uns auch die gleichen Antworten geben. Actually, all living beings are searching for one thing. Tatsächlich ist es so, alle Lebewesen suchen nach einem. Deep down within their selves, they search for one thing, which is happiness and calmness. Tief im Innern, ganz tief in ihrem Innern drin, suchen sie nach dieser Ruhe und nach diesem Glücklichsein im Innern. It's like even if someone says, oh, I want money, or I want an education, or I want a car, but what they're really looking for is satisfaction and happiness through that. Selbst wenn jemand sagt, ich möchte Geld, ich möchte eine Ausbildung, ich möchte ein Auto haben, was sie da eigentlich sagen, was ich eigentlich will, ich will diese Zufriedenheit durch das erlangen können, dass ich das dann spüren kann. We might come in different paths, but it's all connected to this true happiness and true calmness which comes from within. Wir kommen da vielleicht mit unterschiedlichen Teilen daher, aber all das ist mit diesem wahren Glücklichsein und dieser wahren Ruhe im Inneren verbunden. So in Dhamma, what we try to learn is, how do we see through or cut through the things that have clouded us from this happiness? Und Dhamma, was wir da lernen, ist, wie können wir da das durchschauen, diese Dinge, was uns da vernebelt hat von diesem Glücklichsein. Because if we are in one side and happiness lies here, there is a problem getting to true happiness, true calmness, because in one end we are here and happiness is in the other end. Wenn wir da auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite, da ist das Glücklichsein, naja, dann da ist das Problem, was da liegt, weil auf der einen Seite sind wir da und aber das wahre Glücklichsein, das liegt da drüben. To fill the gap between us and this happiness, to bring it closer, we need to find a path, we need to find a way. Um diese Lücke überbrücken zu können, um da von uns zu diesem wahren Glücklichsein zu finden, da müssen wir einen Weg finden dorthin. So to be able to get what we are truly looking for, um in der Lage zu sein, das zu bekommen, wonach wir wirklich suchen, we need to understand ourselves first. da müssen wir uns zuerst selbst verstehen. The problem is, most of the time, we think that our happiness lies outside. Das Problem ist, meistens denken wir, dass das wahre Glücklichsein im Außen liegt. Again, I ask one question. Do you think the happiness lies outside or within us? Also ich stelle da nochmal eine fortgeschrittene Frage. Meint ihr, dass das wahre Glücklichsein im Außen liegt oder in unserem Inneren? What would you think? Was würdet ihr meinen? Does happiness... Now, when I asked you what you really want from life, we connected that it's happiness and calmness. Als ich euch gefragt habe, was ihr wirklich vom Leben wollt, da habt ihr das verbunden, diese Ruhe und diesem Glücklichsein. But now we have this question. Now we know that it's happiness and calmness, but now my second question is, does this happiness and calmness lie outside or within you? Also jetzt haben wir das etabliert mit diesen 2 Punkten, mit der Ruhe und diesem Glücklichsein, aber jetzt ist eben meine nächste Frage an euch, liegt diese Ruhe und dieses Glücklichsein, liegt das im Außen oder liegt das in euch? What do you think? Was meint ihr? Right answers, wrong answers, no problem, it's an answer. Also richtig oder falsch, das ist egal, eine Antwort ist eine Antwort. Yes. Ich glaube, als Kind, wenn man aufwächst, liegt es im Außen
Und später, wenn man den Grundbaustein nicht hat, dann liegt es sozusagen an einem selbst, ob man daran arbeitet, es innerlich zu finden. So I think being a child, you think you find it outside, but as you grow up and you come to find out about yourself, then and you're missing some sort of basic element, then you find this is something that lies within yourself. Okay, do we agree on that? Na, stimmen wir dem zu? Okay, let's see whether it lies inside or Schauen wir outside. mal, ob das im Innen oder im Außen liegt. Okay, I'm going to take these two. Okay, Also so I ich have a nehme die pink zwei rose Rosen and a jetzt mal. white rose. Ich habe eine weiße und eine rosafarbene Rose. Okay, let's try to see our answer from these two. Also versuchen wir mal unsere Antwort aus den beiden da zu bekommen. Right. One day, example, okay? Also als Beispiel. One day, one of the nicest guys that I've ever met gave me a white rose. Eines Tages hat der netteste Kerl, der mir je begegnet ist, der gibt mir eine weiße Rose. I have liked this guy for, 2 years or so. Und diesen Jungen, den habe ich vielleicht schon 2 Jahre so ganz gern. But I have been very scared to ask him out. Aber ich hatte immer große Angst, dass ich ihn mal frage, ob er mit mir ausgeht. And then one fine day, he comes to me with a white rose and proposes to me. Und eines Tages kommt er daher mit dieser weißen Rose und er macht mir einen Antrag. He declares that he is in complete love with me. Da er erklärt, dass er ganz und gar in mich verliebt ist. Is that a happy feeling? Ist das ein glückliches Gefühl? What do you think? Was meint ihr? What do you think? Was meint No, ihr? no, I like this guy a lot. And Yeah. then he comes to me with a white rose, okay, white rose, and says that he really, really, really loves me, and he proposes to me. What do you think I feel? Also Do you think I wirklich, feel das happy or sad? Also um das mal klarzustellen, ich mag den wirklich sehr und eines schönen Tages kommt er daher mit dieser weißen Rose und erklärt mich, wie sehr er mich liebt und dass er mir einen Antrag macht. Also denkt ihr, dass das für mich ein glückliches Gefühl ist oder ein trauriges Gefühl? You're happy. Yeah, of Glücklich, course, I'm happy. Ja. Then Natürlich. we have this fine relationship for about 1.5 years, Und dann haben wir diese schöne Beziehung so ungefähr 1,5 Jahre lang and suddenly he comes and tells me, und ganz plötzlich kommt er daher und sagt mir, Vimukta, I'm really sorry. Mukta, es tut mir echt leid. I have got attracted to somebody else. Ich fühle mich zu jemand anderes hingezogen. Please accept this from me. Bitte akzeptiere das von mir. Yeah, and I hope you have a very good life. Und ich hoffe, du hast ein sehr gutes Leben. And I can't be with you anymore, Mit and dir I kann need ich to break nicht mehr up. Zusammen sein. Okay, so same rose. Gleiche Rose. Okay, one time he gives it to me and says, I love you. Einmal gibt mir die und sagt, ich liebe dich. And another white rose, he comes and says he's breaking up with me. Und mit der weißen Rose kommt er daher und sagt, er trennt sich von mir. Right. Now, if we think that this rose, before 1.5 years, whenever I saw white roses, it reminds me of what? Happiness Also, with this person and how he came and proposed to me and how I was waiting and all of these things, right? also wenn wir mal drüber nachdenken, also vor 1,5 Jahren diese schöne weiße Rose, die ich da bekommen habe, wo er mir den Antrag gemacht hat und all diese schönen Sachen, ich liebe dich, gesagt hat, also wenn ich mich damit verbinde. So the same thing when he comes and breaks up with me with a white rose, Dann what das happens? Gleiche mit dieser weißen Rose, wenn er sich von mir trennt. Was passiert dann? That reminds me, this white rose reminds me how this person has hurt me and has taken my happiness away. Das erinnert mich daran, wie mich diese Person verletzt hat und mir das Glück genommen hat. Now, did this rose bear happiness or sadness? Tja, hat diese Rose nun glücklich sein oder Traurigkeit mit sich getragen?
The rose is just the rose. Die Rose ist ja einfach nur eine Rose. But the feeling that I attach myself with the rose, it was the problem. Aber das Gefühl, was ich dem Ganzen You da see? anhafte mit dieser Rose, das ist das Problem. So anybody else coming and giving me a white rose, Wer auch immer da daherkommt und mir eine Rose schenkt, der Weise, then what happens? was passiert dann? 10 years down the line, 10 another Jahre nice guy später. comes with a white rose. What happens to me? 10 Jahre später, wenn ein anderer Junge kommt mit einer weißen Rose, was passiert dann mit mir? Immediately, I think the first person came to me with a white rose, and I had a very bad experience. And the second person comes to me with a white rose, I think, oh my God, this is also going to be a bad experience. Sofort denke ich dann, der Erste, der daherkam mit einer weißen Rose, das war echt eine ganz üble Erfahrung. Naja, dann denke ich automatisch, dass die zweite Person, die da mit einer weißen Rose kommt, das wird dann auch eine üble Erfahrung. But whenever, if that person saw this, at first, it would bring a lot of happiness, white roses and love and everything. Wann immer ich dann denke, ja, die Person, das zuerst gesehen hat, also weiße Rose, dass da ganz viel Glück und all diese schönen Sachen damit einhergehen. The point is, what I'm trying to tell you is sometimes we think that different objects and different people bring us happiness and bring us sadness. Also der Punkt, den ich da einfach machen möchte, ist, manchmal meinen wir einfach, dass unterschiedliche Objekte, unterschiedliche Leute uns Glück bringen oder Traurigkeit. But it's because I thought that he was bringing me happiness that I was attached to him. Weil ich dachte, dass er mich glücklich macht, deswegen habe ich an ihm gehangen. And also, this white rose represented that love. Und diese weiße Rose hat auch diese Liebe repräsentiert. The moment that person's idea changed, my idea changed towards him and the rose. In dem Augenblick, wo sich da diese Vorstellung im Glücklichsein geändert hat, dann hat sich diese Vorstellung gegenüber ihm geändert und gegenüber der Rose. So, as I explained to you, all of it happens in our mind, in our thoughts. Wie ich euch erklärt habe, all das passiert in unserem Geist, in unseren Gedanken. For a different person, this rose might mean something completely different. Für irgendjemand anders, dann bedeutet diese Rose vielleicht was ganz, ganz anderes. But for me, it represents love and then not having love. Also für mich steht die für Liebe zuerst und dann später dafür, dass ich keine Liebe habe. But how does that happen? Because I have put this incident, this situation in my mind as what it was. I have put this type of situation into my mind, saying that this was good and now it's bad. Aber wie passiert das? Ich habe diese Situation genommen und habe sie so in meinem Geiste befestigt, so wie das gewesen ist. Zuerst habe ich gesagt, zuerst war die Situation gut und dann sich das verändert, dann war die Situation schlecht. First I liked the roses, white roses. Zuerst habe ich entschieden, ich mag die weiße Rose. But because of an incident and my thought process, Aber wegen diesem Vorfall in meinem Gedankenprozess, now I don't like the white rose. jetzt mag ich die weiße Rose nicht mehr. So this is how certain incidents, we take it into our mind in different ways. Our thought process is completely different all the time. So nehmen wir bestimmte Vorfälle, wir nehmen die einfach in unseren Geist ein, in unsere Gedanken und unser Gedankenprozess, der ist ständig anders. That is because we give value to different things at different times. Das ist einfach, weil wir bestimmten Dingen zu unterschiedlichen Zeiten Werte vermitteln. Now, if I have valued that person's relationship and the time spent, I would have a different attitude in my mind. Also wenn ich den Wert gegeben hätte dieser Person für die Beziehung und die Zeit, die darin verbracht wurde, würde ich da eine andere Erfahrung dafür mitbringen. But because
his attitude changed, his thoughts changed, and my thoughts changed accordingly. Also weil sich ja seine Einstellung und meine dann verändert hat und auch meine Gedanken dann entsprechend. It is also this same thing I could say regarding so many different things that we like and dislike. Und das Gleiche könnte ich dann eben auch sagen zu so vielen unterschiedlichen Dingen, die wir mögen und die wir nicht mögen. So according to the things we like, we say that this brings us happiness. Also je nach den Dingen, die wir mögen, können wir sagen, das macht mich glücklich. And these things I don't like, so because of that I keep it away. Und diese Dinge mag ich nicht und deswegen halte ich die von mir fern. But actually, it is nothing to do with the roses. Aber eigentlich hat das nichts mit den Rosen zu tun. It is to do with what we think about the roses. Das hat damit zu tun, was wir über die Rosen denken. So this is really just a rose. Das ist eigentlich einfach nur eine Rose. But the desire that I have towards the rose Aber dieser Wunsch, das Wunschverlangen, was ich über diese Rose habe and the hate that I have towards the rose und den Hass dem gegenüber, is the delusion. das ist die Verblendung. Delusion is right in the middle. Verblendung ist genau in der Mitte. One side we have desire, Auf der einen Seite haben wir das Wunschverlangen, and one side we have hate. auf der anderen Seite liegt der Hass. We don't like it. Das gefällt uns nicht. Why don't we like it? Warum gefällt es uns nicht? Because we can't get it. Weil wir es nicht bekommen können. Then we get angry. Und dann werden wir wütend. Then we get agitated. Dann werden wir ganz genervt. Then we feel hurt. Dann fühlen wir uns verletzt. Then we fight. Und streiten. Because we can't have what we want. Weil wir nicht das haben können, was wir wollen. When we can't have what we really want, we get really, really mad. Wenn wir das nicht haben können, was wir wollen, dann werden wir richtig, richtig stinkig. That creates a lot of anger. Und das sorgt für eine Menge Wut. Then we become clouded with different thoughts. Und dann werden wir vernebelt mit allen möglichen Gedanken. That is delusion. Und das ist die Verblendung. So one side is desire, Also eine Seite das Wunschverlangen, one side is hate. andere Seite der Hass. Both of this is connected to the delusion. Und beides steht mit der Verblendung in Verbindung. Delusion is like wrong way of thinking, wrong way of thoughts. Verblendung ist eine falsche Art, eine falsche Denkweise, eine falsche Gedanken. So what we have been looking for as in happiness in life, Also wonach wir gesucht haben, im Glücklichsein im Leben. we have always looked for happiness in either material things Wir haben immer nach dem Glück in Materiellen gesucht or in different people, oder an unterschiedlichen Leuten, in different social standings in life, Sozialstatus im Leben, through different jobs and occupations. durch unterschiedliche Beschäftigungen oder Jobs. So different things we have thought that this will bring us happiness and this will bring us happiness and this will bring us happiness. Verschiedene Dinge, da dachten wir, das macht mich glücklich, das wird mich glücklich machen, das wird's. But actually happiness lies truly within your thoughts. Aber die Tatsache ist, das Glücklichsein liegt wahrlich in deinen Gedanken. True happiness lies when there is less desire, less hurt and less delusion. Wahres Glücklichsein ist, wenn da weniger Wunschverlangen ist, weniger Verletzungen und weniger Verblendung. But the problem is how to identify, how to not have desire. How do we get rid of fear? How do we get rid of hate? How do we do that? Aber das Problem ist, wie kannst du das tun? Wie kannst du es nicht haben, dieses Wunschverlangen? Wie kannst du den Hass loswerden? Wie kannst du die Angst loswerden? Wie geht das? To be able to identify what you're really, really attached to and really, really hate and really, really disagree. Um wirklich identifizieren zu können, an was du wirklich haftest und was du wirklich ablehnst und was du wirklich richtig hast.
we have to have peace first. Meditation helps. Da müssen wir jetzt erst einmal Frieden haben und Meditation hilft. So through meditation, what we do is we are trying to look at our life Durch Meditation, was wir da machen, wir versuchen unser Leben zu betrachten and what we are really attached to. und das, woran wir wirklich hängen. Because the more we get attached to material things Denn je mehr wir an Materiellen hängen and we look for happiness in those material things, und danach glücklich sein, in diesem Materiellen suchen, true happiness just goes away. dann geht das wahre Glück einfach fort. So slowly, little by little, with meditation, Also langsam, Stück für Stück, durch die Meditation. it gives us a true clarity to identify what brings us suffering. Dann gibt es uns wahre Klarheit, um identifizieren zu können, was uns Leiden beschert. That is why we need to meditate. Deswegen müssen wir meditieren. There are so many different aspects to meditate. Es sind so viele unterschiedliche Aspekte zu meditieren. First, to feel calm and relaxed. Zuerst einmal, dass man sich ruhig und entspannt fühlt. That is one type of meditation. Das ist eine Art der Meditation. And the second type, when you develop that meditation, Und die zweite Art, also wenn man diese Meditation entwickelt, you come to the second step, which is deep. kommt man zu dem zweiten Schritt und das ist tief. It's called Vipassana. Und das nennt man Vipassana. That brings you to analyze your sufferings, Da kommst du dann dahin, dass du dein Leiden analysierst, to analyze your pain, deine Schmerzen, where you are going wrong, da wo es für dich falsch läuft, how this happiness gets destroyed, wie dieses Glück zerstört wird, how you misguide yourself wie in du, different directions. wie du dich in verschiedene Richtungen irreführst. That is the type of technique that you use for Vipassana. Das ist die Art von Technik, die du für das Vipassana einsetzt. Vipassana helps you to completely take away suffering. Vipassana hilft dir, dass du ganz und gar das Leiden vornimmst. So today we'll first start with some light meditation. Also heute beginnen wir mit ein wenig leichter Meditation. And if you do if you are able to come in the next few days, Und wenn ihr dann die nächsten paar Tage diejenigen, die hier weitermachen, teilnehmen können, slowly we develop this to Vipassana, und wir entwickeln das dann langsam ins Vipassana hinein. which will help you to understand how to let go slowly Und das wird euch helfen zu verstehen, wie ihr langsam loslassen könnt and find true happiness within. und wahres Glücklichsein im Innern findet. Okay, so I wish you all the best, Ich wünsche euch das Allerbeste. and meditation is connected to so many different energies Meditation ist mit so vielen unterschiedlichen Energien in Verbindung and healing as well. und auch mit der Heilung. Okay, so we'll just the basics to be able to understand you better. Have you meditated before? Einfach zur Grundlage, habt ihr alle schon mal meditiert? Yes. And anybody who hasn't meditated even Irgendwer, der noch once? nie meditiert hat? No? Have you meditated? Alle schon meditiert. Nur einmal, letzte Woche. They only did it once. We did it once. We did it once. Okay. So I will give you the basic instructions as well. Also ich gebe euch dann nochmal diese grundlegenden Anleitungen. Number one thing in meditation Das- you have to remember. Das Wichtigste, woran man sich bei der Meditation erinnern sollte, Just to relax. dass man sich einfach entspannt. We do meditation to find happiness, Wir machen Meditationen, um glücklich zu sein. not to feel sad and be tensed. Nicht um uns
traurig zu fühlen oder ganz angespannt zu sein. and be scared and Angst anything zu like haben that. oder sowas. We do meditation to relax, basically. Wir machen im Grunde genommen Meditationen, um uns zu entspannen. Yes. Aber was macht man, wenn das nicht funktioniert? So what do you do if that doesn't work? Wenn man halt trotzdem angespannt ist oder so, das ist anstrengend. If you Oder still so. remain tense and it's somehow strenuous. I will guide you through slowly, step by step, Also ich führe euch da durch, ganz langsam, Schritt für Schritt. and then you will feel relaxed. Und da werdet ihr euch entspannt fühlen. Slowly, little by little. Langsam, Stück für Stück. Okay. The second step is that you sit in a very comfortable position. Also der zweite Schritt ist, dass ihr in einer wirklich bequemen Ja. Position sitzt. Yeah. And also just remember to keep your just back straight most of the time and not to go down like this. Okay? Und denkt einfach daran, dass ihr meistens größtenteils einfach wirklich den Rücken auch gerade haltet und nicht so zusammenfallt in euch. Yeah. And keep your shoulders back. Und die Schultern auch nach hinten. Shoulders back and just relax. Keep it very relaxed. Und dann Okay? entspannt euch einfach, haltet es einfach ganz entspannt. Yes. Du holst mir eine Jacke von draußen. Yeah. She just wants to get her Yeah. jacket loose. Okay. You could close your eyes, or some people actually meditate opening their eyes as well. But Also, that's when you go to a very high level that you can open your eyes and meditate as well. also ihr könnt die Augen schließen oder manche Leute machen es tatsächlich so, dass die Augen auch ein bisschen öffnen und da kann man tatsächlich mit geöffneten Augen kann man da auch sehr wohl zu einer sehr hohen Ebene hingelangen. If you need to open your eyes and then go back to meditation, that is also fine. Also wenn ihr zwischendurch mal die Augen öffnen müsst und dann wieder zur Meditation zurückkehrt, das ist auch in Ordnung. Sometimes if your leg starts to hurt or something like that, you could just slowly, very slowly adjust and then come back to meditation. Also manchmal, wenn es so ist, dass euer Bein tut da plötzlich weh oder irgend sowas, dann könnt ihr euch da entsprechend ganz sachte anpassen und dann gleich wieder zur Meditation zurückkehren. Sometimes when we start to meditate, you might feel it's a bit difficult to breathe or something like that. Also manchmal kann es sein, wenn wir anfangen zu meditieren, dass es vielleicht ein bisschen schwierig für euch ist zu atmen. Then what you do is slowly take very deep breaths and then let it out. Was ihr dann macht, dass ihr dann ein paar Mal ganz tief und langsam ein- und ausatmet, also das Einatmen und dann rauslasst. Doing that, you need to just concentrate on my words and what I'm saying. Und indem ihr das macht, braucht ihr euch einfach nur auf meine Worte zu konzentrieren, auf das, was ich sage. And then you will be fine. Und dann ist alles in Ordnung. Okay. So let's start to meditate. I Also will fangen wir jetzt first einfach mal an. give you the basic. All the steps I will guide you through. Also ich gebe euch diese grundlegenden Schritte und da führe ich euch überall Schritt für Schritt durch. Okay, you can close your eyes now. Und ihr könnt jetzt die Augen schließen. Just relax. Entspanne dich einfach. Be aware of this room, Sei dir dieses Raumes bewusst, these surroundings that you're in. dieser Umgebung, in der du dich befindest. Breathe deeply. Atme tief. At first, inhale and exhale few times. Und dann zu Beginn ein paar Mal ein- und wieder ausatmen.
Let this air fill your lungs and let it out slowly. Und lass deine Lungen durch diese Luft erfüllen und lass das dann langsam wieder raus. Concentrate on the air which flows through your nostrils. Konzentriere dich auf die Luft, die durch deine Nasenlöcher strömt, Which slowly fills into your body die langsam deinen Körper erfüllt and gently out of your body. und ganz sachte wieder aus deinem Körper ausströmt. All the noise which are around this building All die Geräusche, die um dieses Gebäude herum sind, and this place, diesen Ort, let it be as it is. lass sie einfach sein, wie sie sind. Let my thoughts be pure. Lass meine Gedanken rein sein. All the noises and sounds which are in this area, All die Geräusche und Klänge, die in diesem Bereich, Gebiet sind, let it be as it is. lass sie einfach sein, wie sie sind. Let my mind be calm. Lass meinen Geist ruhig sein. All the noises which are in this country, All diese Geräusche, die in diesem Land sind, let it be as it is. lass sie sein, wie sie sind. Let my mind be pure. Lass meinen Geist rein sein. All the noises and sounds which are on this planet, All diese Geräusche und Klänge auf diesem Planeten, let it be as it is. lass sie sein, wie sie sind. Let my thoughts be pure. Lass meine Gedanken rein sein. All the noises which are in my life, All die Geräusche, die in meinem Leben sind. all the duties and responsibilities, All die Pflichten und Verantwortungen. things that I have done and things that I need to do. Dinge, die ich getan habe und Dinge, die ich zu tun habe. Different types of relationships, Unterschiedliche Beziehungen. all the noises which are created from this, All die Geräusche, die dadurch erzeugt werden. let them be as they are Lass sie sein, wie sie sind. at this moment. In diesem Augenblick. Let my thoughts be pure. Lass meine Gedanken rein sein. Concentrate on your breathing. Konzentriere dich auf deinen Atem. Just the air flowing through Einfach die Luft, die durchströmt and the air flowing out of you.
und die Luft, die aus dir herausströmt. In your life, in past experiences, In deinem Leben, früheren Erfahrungen, if you have experienced any pain, wenn du irgendwelche Schmerzen erfahren hast, any suffering or any fear, Leiden oder Angst, the anguish that you have faced, die Sorgen, mit denen du zu tun hattest, the suffering that you have undergone das Leiden, das du durchmachen musstest, through past situations and past days, durch frühere Erfahrungen, Situationen aus der Vergangenheit, all the suffering, all the pain, all das Leiden, all die Angst, which were created in the past, was in der Vergangenheit erzeugt worden ist. let it be in the past. Lass das in der Vergangenheit sein. It belongs only to your past. Es gehört nur in deine Vergangenheit. Leave it as it is. Lass es, wie es ist. Leave the pain behind. Lass die Schmerzen hinter dir. Leave the sorrow behind. Lass die Trauer hinter dir. Leave the anguish behind. Lass die Sorgen hinter dir. The situation belongs to the past. Die Situation gehört der Vergangenheit an. You don't need to suffer at the present moment because of a past. Du musst wegen der Vergangenheit im gegenwärtigen Augenblick nicht länger leiden. Leave the past to the past. Überlasse die Vergangenheit der Vergangenheit. Be free from the past. Sei frei von der Vergangenheit. Let go. Lass los. Let go. Lass los. Let go. Lass los. Feel the freedom you experience now. Spüre die Freiheit, die du jetzt erfährst. Just at this moment, Einfach in diesem Augenblick. only concentrate on your breath. Und konzentriere dich nur auf deinen Atem. What happened in the past Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, is only in the past.
liegt nur in der Vergangenheit. Let go of the past. Lass die Vergangenheit los. Just be in the present. Sei einfach in der Gegenwart. You may have dreams for the future. Du hast vielleicht Träume für die Zukunft, Hopes for the future. Hoffnungen für die Zukunft, A little bit of worry about the future. ein wenig Sorgen über die Zukunft, Scared about the future. Angst vor der Zukunft, Anxious about the future. Ängstlichkeit vor der Zukunft. But that only belongs to the future. Aber das gehört nur in die Zukunft. Future is not here. Die Zukunft ist nicht hier. Leave the future to the future. Überlasse die Zukunft der Zukunft. Let go of the future. Lass die Zukunft los. Be free from the future. Sei frei von der Zukunft. You may have dreams regarding the future. Vielleicht hast du Träume über die Zukunft. You may have hopes and dreams about the future. Vielleicht hast du Hoffnungen oder Träume über die Zukunft. Also a little bit of worry regarding the future. Auch ein klein wenig Sorgen über die Zukunft. Anxiousness about the future. Ängstlichkeit über die Zukunft. Scared about the future. Angst vor der Zukunft. Fear about the future. Ängstlichkeit dem der Zukunft gegenüber. The future is not here. Die Zukunft ist nicht hier. Leave the future to the future. Überlasse die Zukunft der Zukunft. Let go of the future. Lass die Zukunft los. All you have is here and now. Alles, was du hast, ist das Hier und Jetzt. Be free in this present moment. Sei frei in diesem gegenwärtigen Augenblick. Experience this warmth, this freedom. Erfahre diese Wärme, diese Freiheit.
whatever pain or suffering that you have felt deep within, welche Schmerzen, welches Leiden du auch immer ganz tief in deinem Inneren gespürt hast. let it go out with your breath. Lass das mit deinem Atem ausströmen. When you exhale, Wenn du ausatmest, let all of this melt away with your breath. lass all das mit deinem Atem fortschmelzen. Breathe in the pureness of calmness. Atme diese Reinheit der Ruhe ein. Where there is no desire, Wo da kein Wunschverlangen ist, where there is no hate, kein Hass, where there is no delusion, keine Verblendung, freedom exists. existiert Freiheit. You're free from suffering, Du bist frei vom Leiden, free from hate, frei von Hass, free from fear, frei von Angst, free from pain, frei von Schmerzen. your breath gets more gentle and more gentle when your mind is calm. Dein Atem wird immer sanfter und sanfter, wenn der Geist ruhig ist. Whenever your thoughts shift away in different directions, bring it back to the center, which is your breathing. Wann immer deine Gedanken abschweifen in unterschiedliche Richtungen, dein Atem zurück, dein Zentrum, was dein Atem ist. Let go of the past. Lass die Vergangenheit los. Let go of the future. Lass die Zukunft los. Be aware of the present passing moment. Sei dir des gegenwärtigen, vorüberziehenden Augenblicks bewusst. This moment I'm free. In diesem Augenblick bin ich frei. This moment I'm calm. In diesem Augenblick bin ich ruhig. This moment
I'm satisfied. In diesem Augenblick bin ich zufrieden. This moment I'm happy. In diesem Augenblick bin ich glücklich. May all living beings experience this freedom. Mögen alle Lebewesen diese Freiheit erleben dürfen, This calmness, diese Ruhe and this happiness. und dieses Glücklichsein. All living beings in the eastern direction, Alle Lebewesen im Osten, all living beings in the eastern intermediate direction, alle Lebewesen in unmittelbarer Nähe im Osten, in the southern direction, im Süden, in the southern intermediate direction, in der mittleren Richtung im Süden, in the western direction, im Westen, in the western intermediate in direction, der mittleren Richtung im Westen, in the northern direction, im Norden, in the northern intermediate direction, in der nördlichen Richtung, in the lower direction, in der unteren Richtung in the upper direction. und oben. May all living beings in all directions Mögen alle Lebewesen in allen Richtungen be free from suffering. frei sein vom Leiden.
Be free from stress frei sein von Stress and disease. und Krankheit. Experience the calmness. Diese Ruhe erfahren, Experience the stillness. diese Stille Attain enlightenment. und Erleuchtung erreichen. May all living beings in all directions Mögen alle Lebewesen in allen Richtungen be free from suffering, frei sein vom Leiden, be free from stress frei von Stress and disease. und Krankheit. Be calm and be still. Sei ruhig und still. Attain enlightenment. Erreiche Erleuchtung. Be aware of your breath, Sei dir deines Atems bewusst, which is very gentle. der sehr sanft ist. I will recite a gatha in Pali, just listen to it. You may not understand it, but just listen to it. Ich werde etwas auf Pali rezitieren. Ihr versteht das vielleicht nicht, aber lauscht dem einfach. Sabba papassa karanam kusalassa upasampada svachitta pariyodapanam etan buddhana sasanam sabba papassa akaranam kusalassa upasampada svachitta pariyodapanam etan buddhana sasanam sabba papassa akaranam kusalassa upasampada sachitta pariyodapanam etan buddhana sasanam. May you be free from all wrongdoings. Mögest du frei sein von allen falschen Taten. May the merits in you flourish. Mögen die Verdienste in dir erblühen. And through those merits may you have clarity. Und durch diese Verdienste mögest du Klarheit haben.
and purity within the mind, und Reinheit im Geiste, purity in thoughts. Reinheit in Gedanken. This is the truth, Dies ist die Wahrheit. the teachings of all Lord Buddhas. Die Lehre aller Buddhas. Awareness of your breathing. Bewusstheit deinem Atem gegenüber. Stay in the present moment. Bleibe im gegenwärtigen Augenblick. Be still in the present moment. Sei still im gegenwärtigen Augenblick. Feel the freedom Spüre die Freiheit and the calmness und die Ruhe and the gentleness und die Sanftheit and the happiness. und das Glücklichsein. Slowly and very gently, Langsam und ganz sanft. be aware that you are meditating. Sei dir bewusst, dass du meditierst. Be aware of the surroundings. Sei dir deines Umfeldes bewusst. And gently open your eyes, taking your time. Und ganz sachte öffne deine Augen und nimm dir Zeit.
So you're welcome to ask any questions. Ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr wollt. And regarding any comments that you would like to share, thoughts that you would like to share. Könnt auch gerne Kommentare oder Gedanken teilen, was ihr gerne möchtet. Also mich hat das voll rausgebracht, dass bei mir die ganze Zeit der Fuß eingeschlafen ist. Und irgendwie habe ich ein bisschen Rückenschmerzen gehabt. Aber ab und zu. My foot kept going to sleep and it constantly took me out and then out of meditation, and then I also had back pain the whole time. Sometimes what happens is when you do this healing, this is actually a healing type of a meditation. What happens is there are certain blockages in our body, and when we start to relax, the pain suddenly comes up, and when you keep doing this, it goes down slowly, gently. Also was passiert, diese Meditation ist tatsächlich eher eine Heilungsmeditation, was wir da gemacht haben. Das ist so, das sind bestimmte Blockaden, die da auftauchen, und wenn man da eben hinkommt, also das dauert dann eine Weile, aber irgendwann ist es tatsächlich so, dass das dann auch rausfließt und dass sich das Ganze dann auflösen kann. So what you need to do